Also der ausschlaggebende Grund war eigentlich, ich bin mit meinen Eltern, eben weil wir da groß gemacht haben für die Sau, bin ich halt auf die Wiesen da ein wenig mitgegangen und habe dann zu ihnen gesagt, was ist jetzt das, was da wächst? Und sie haben dann gesagt, keine Ahnung, uns darfst du da nicht fragen. Und ich habe mir dann gedacht, das gibt es nicht, dass man da auf die Wiesen steht und man weiß eigentlich nicht, was da steht und was man mit dem anfangen kann. Das war eigentlich der Grund, warum ich mich dann intensiver damit auseinandergesetzt habe, weil ich einfach wissen wollte, wie man das nutzen kann, was vor der Haustür steht. Noch dazu kam, dass Magdalena ein altes Kräuterbuch ihrer Uroma am Dachboden gefunden hat. Und so wurde über die Jahre aus einer Schweinezucht eine Biokräuterei. Jetzt haben wir gesagt, wir probieren wirklich das mit dem Heil- und Gewürzkräuteranbau und in den Blüten haben wir uns eigentlich spezialisiert. Und haben das auf, was waren das, 3'500 Quadratmeter, haben wir das probiert einmal ein Jahr. Und dann haben wir gesehen, okay, was wächst bei uns, was nicht. Wir wollten halt immer so eine bunte Vielfalt haben. Darum haben wir dann auch vor 3 Jahren mit dem Urgetreide angefangen. Also wir haben dann alle Felder wieder zurückgenommen und haben ihm jetzt auch Urgetreide, also so Kamut, Emmer, also, ja, Waldstaudenroggen. Mit dem Mariendistel zum Beispiel, das war auch so eine witzige Geschichte, weil das ist eigentlich aus Unkraut am Feld gewachsen. Dann haben wir erst einmal geschaut, was ist das für Pflanzen. Dann haben wir gesehen, okay, Mariendistel. Das ist eigentlich eine ganz wertvolle Genau, super Heilpflanzen. Ja, mit den Gästen am Hof, dass wir die herbringen, die Leute, das haben wir eigentlich immer schon im Hinterkopf gehabt, aus dem Grund aus, weil wir die Leute das zeigen wollen, wie das da geht. Wie unser Betrieb funktioniert, wie viel Arbeit das ist, weil ich denke mir, jeder sollte irgendwie wissen, wie viele Stunden brauche ich, damit ich was produzieren kann. Es ist einfach das Persönliche schon viel wichtig und wir wollen auch das Urlaub am Bauernhof-Thema ganz speziell auf das Kräuterthema richten. Ja, und oft lernen wir auch daraus, weil oft sind dann manche Fragen, warum ist das so und warum so, und hinterfragen sie wir selber auch dann wieder. Also, und deswegen haben wir gesagt, ist das eigentlich ganz klasse, wenn wir viele Leute am Hof haben, weil jeder profitieren kann. Wir und sie hoffentlich auch. Und ich mag das auch gern. Und Leute da sind, wenn sie ein wenig was tun am Hof.